Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute haben wir ein super spannendes Thema an Bord, denn es ist vor kurzem eine Firmware für den Flipper Zero geleakt worden, mit der man hier Rolling-Code-Systeme von modernen Autos knacken kann. Ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht, ich verlinke euch das oben mal rein, in dem ich zur damaligen Zeit gezeigt habe, wie man auch durchs Aufzeichnen von Schlüsselsignalen, von Rolling-Code-Signalen dennoch ein Auto öffnen kann. Das ging dann natürlich damals nur einmal, aber die neue Firmware, die soll dafür sorgen, dass ich hier auch allein dadurch, dass ich ein einziges Signal von einem Autoschlüssel aufgezeichnet habe, hier beliebig danach das Auto öffnen oder schließen kann. Ja, in dem Video möchte ich mir mal anschauen, ob und wie das Ganze funktioniert, aber im Rahmen von dem Video bin ich auch noch auf andere Tools wie den Pandora Key gestoßen. Ja, wie der Pandora Key im Verhältnis zur Custom Firmware für den Flipper hier entsprechend steht, das möchte ich hier auch im Video mal zeigen. Ich werde euch auch ein paar Einblicke zum Entwickler dahinter zeigen, das was ich hier im Internet dazu gefunden habe, ein paar interessante Facts, die vielleicht auch noch nicht jeder gewusst hat. Ja, wir werden natürlich in einer kleinen Live-Demo dann auch mal Hand anlegen. Ich habe den Flipper hier schon vorbereitet mit der Custom Firmware und wir werden uns mal anschauen, was die Firmware aktuell kann und was sie nicht kann, wo sie Probleme hat und wo sie gut läuft. Ja, ich hoffe, nach dem Video habt ihr einen Überblick über die Lage und ihr könnt euch insgesamt ein besseres Bild über die Situation machen, was es bedeutet, dass die Custom Firmware gerade geleakt worden ist und wie sich das Ganze auf die aktuelle Lage und die Zukunft auswirkt. Ja, wir starten mit dem Thema ausführlich, wie immer, nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel. Lass uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, die Firmware wurde relativ zeitgleich über verschiedene Kanäle geleakt. Sie ist im Darknet aufgetaucht. Ich habe sie per Telegram bekommen, aber sie ist auch ganz normal auf GitHub aufgetaucht, in verschiedenen Repositories. Teilweise sind die Repositories schon wieder verschwunden, teilweise poppen wieder neue Repositories auf. Ich habe mir alle Firmware-Versionen angeschaut, verglichen und es handelt sich hier tatsächlich um ein und die gleiche Firmware vom August 2025. Ja, der Entwickler spricht hier mittlerweile etwas abfällig über den Leak, denn er sagt, die Version, die hier geleakt worden ist, die ist einfach total buggy, die hat Fehler, die ist von der Funktion noch nicht so, wie der aktuelle Entwicklungsstand ist, denn im Laufe der Zeit hat der Entwickler hier natürlich weitergearbeitet. Wir sehen, Monat für Monat sind neue Funktionen hinzugekommen und ganz zuletzt jetzt kurz vor Jahreswechsel 2026, ja, da hat er einfach die Firma in Quantum 3.0 umbenannt. Ja, warum er sie jetzt Quantum nennt und nicht mehr Private 2.0? Ja, vielleicht wollte er sich vom Leak etwas distanzieren und sagen, naja, im Leak sieht man jetzt, dass die Firmware ja nicht ganz so super läuft, aber die Quantum läuft natürlich besser. Vielleicht ist es auch nur ein Marketing-Gag vom Entwickler, aber ja, das müssen wir einfach sehen, wie sich hier die Firmware entwickelt. Ja, bevor wir mit der Live-Demo starten, möchte ich euch ein paar Infos zum Entwickler geben, der hinter der Custom Firmware steht. Ja, beleuchten wir doch mal etwas das Thema hinter dem Entwickler Engineer oder System Bypass oder JohnXTV mit den verschiedenen Nicknames, wie er hier überall auftaucht. Ja, der Entwickler betreibt hier eine eigene Seite, Flipper Grabber, wo er die Software zum Verkauf anbietet. Ja, nicht billig, eine Demo-Version $1500 und die Pro-Version mit einem Jahr Updates. Ich glaube, irgendwo hieß es zwar mal lebenslange Updates und Support für $2500. Schauen wir mal, ob wir hier noch mehr sehen. Nein, es sind nur die Kontaktdaten hier zu sehen. Und auch das
schaut gleich aus. Ja, seine Frage, die er hier beantworten möchte, ja, natürlich ist die Firmware für Bildungszwecke und legale Anwendungszwecke erlaubt. Man kann die ganze nicht anpassen, weil er natürlich hier selber der Hauptentwickler ist. Wenn man schaut, der Entwickler war bereits selber als Entwickler von der Unleashed Firmware aktiv. Er hat hier selber ein paar Links, wo er hier beigetragen hat bei der Entwicklung von der Firma, und was uns hier auffällt, ist natürlich, dass er hier bei den entsprechenden Funkprotokollen entsprechend mitgearbeitet hat. Wenn wir auf der GitHub-Page von Engineer selber sind, dann fällt uns auf, dass er einmal einen öffentlichen Fork von der Unleashed Firmware hat. Doch, was noch interessanter ist, er hat ein privates Repository, denn im privaten Repository, wir sehen auch hier, wie fleißig er tätig ist, arbeitet er an der Private-Version selber weiter. Private oder wie sie neu heißt, Quantum Firmware 3.0. Ja, der Entwickler, wir haben es ja auch gesehen auf seiner Verkaufsseite, hat ja gesagt, dass diese Firmware nicht illegal ist und für Forschungszwecke natürlich hergenommen werden kann. Er betreibt auch einen YouTube-Channel, und wenn man sich den YouTube-Channel mal genauer anschaut, dann stelle schon ich mir allein die Frage, wie weit er das ehrlich meint. Er schreibt zwar teilweise in den Videobeschreibungen, dass es sich bei den Videos um Zusendung von glücklichen Kunden handelt, aber dass hier immer und immer wieder der gleiche Flipper auftaucht, das ist entweder dann ein mega zufriedener Kunde, der hier massenhaft Videos ihm zur Verfügung stellt, ja, oder das ist schlichtweg unser Entwickler, der hier nicht ganz unethisch sein Tool an fremden Autos testet. Er sagt zwar, dass alle gezeigten Objekte in seinen Videos mit seiner Zustimmung erfolgen, aber so, wenn ihr euch das wirklich mal anschaut, ich blende euch hier da mal ein paar Videos sehr nebenbei mit ein, dann stelle ich mir schon die Frage, das schaut schon nach Nacht- und Nebelaktion aus. Wir sehen aber auch immer wieder, wie er hier an einem anderen Schlüssel testet, ob sein Code funktioniert. Und zwar sind das Pandora-Schlüssel. Was Pandora-Schlüssel sind, das habe ich mir mal etwas genauer in die Lupe genommen, denn bis vor kurzem habe ich auch diese Pandora-Schlüssel noch nicht gekannt. Ja, Pandora ist ein Hersteller von Fahrzeugsicherheitssystemen, eigenen Angaben zufolge seit mehr als 20 Jahren am Markt, und sie bieten hier verschiedenste Produkte im Bereich Alarmanlagen, Komfortfunktion und Wegfahrsicherungen an. Ja, wenn wir uns hier ein Produkt von denen zum Beispiel mal anschauen, der Pandora Lite Pro V2, was auch immer das ist, sehen wir auch hier, dass uns hier dieser Fahrzeugschlüssel ins Auge fällt. Das ist genau so ein Schlüssel, wie hier auch in den YouTube-Videos zum Sehen ist, oder so ein Modell von denen. Ja, und über diesen können wohl auch verschiedene Sachen gemacht werden. Ja, wenn wir uns mal hier anschauen, was der Hersteller zu diesem Funkschlüssel sagt. Hier 2 Kilometer Reichweite. Wie machen die das? Die haben hier einen Transceiver mit LoRa drin. Sie haben 2,4 GHz Schnittstelle, Bluetooth Low Energy. Sie können die verschiedenen Funkprotokolle 868. Ja, und wenn wir weiter unten schauen, da kommt ein ganz interessanter Fakt heraus. Und zwar beschreiben sie hier selber, dass sie zum Beispiel hier die Wegfahrsperre bypassen können. Aber wenn wir hier bei der Original-Wegfahrsperre lesen, sehen wir hier, es gibt in der Pandora-Software oder dieser Pandora-Schlüssel oder das Pendant, was an das Auto gekoppelt wird, das kann die Wegfahrsperre umgehen. Es ermöglicht auch einen Original-Autoschlüssel zu umgehen oder zu klonen. Also augenscheinlich kann die Pandora-Software oder der Schlüssel vielmehr hier auch Autoschlüssel klonen. Ja, aus diesem Grund setzen Cyberkriminelle auch auf die Pandora-Technik, um Funkprotokolle zu analysieren, zu brechen und per korrekten Rolling Code entsprechend das Auto zu öffnen.
Ja, ich habe mal Kontakt mit Pandora aufgenommen, die ihren Sitz in Russland haben und warte da einfach mal auf ein paar Informationen. Ich habe mal angefragt, ob die mir vielleicht als Testgerät so ein Pandora Key zur Verfügung stellen können und habe auch noch ein paar Fragen gestellt, warum gerade die Cyberkriminellen hier auf Technik von Pandora setzen. Ja, es gibt ja verschiedene Seiten im Internet, wo hier diese Pandora Code Grabber angeboten werden. Sie werden immer als Pandora Code Grabber bezeichnet. Mir ist nicht klar, läuft hier die Original Pandora Software drauf oder handelt es sich hier um eine Custom Firmware, die hier die Code Grabbing Funktionalitäten auch entsprechend optimiert. Wir sehen, nicht ganz billig die Sachen hier, für ein Ferrari der Pandora Code Grabby nur 5.500 Euro. Wow. Und die in der Form, die wir hier auch sehen oder die wir hier im Video sehen, so zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Oh, hier gibt es noch einen für 7.200, wahrscheinlich neueres Modell. Ja, auch andere bieten diese Code Grabber entsprechend an, zu relativ ähnlichen Konditionen im vierstelligen Bereich. Und was interessant ist, hier die Seite bietet zum Beispiel auch den Flipper Zero an. Ja, Überraschung, wenn wir da mal drauf gehen. Ja, dann sehen wir hier eine kleine Vorstellung vom Flipper Zero und ja, das kommt uns hier schon ein bisschen bekannt vor. Und zwar geht es hier nämlich um die Flipper Zero Private Firmware und ein kurzer Überblick, welche Autos hier damit gecrackt werden können. Ja, und wichtig auch noch der Hinweis hier, dass sich das Ganze natürlich noch in Development befindet, weil, naja, Private Firmware, wir haben es schon gehört, ist ja quasi schon wieder ein alter Hut, denn die neue Version heißt ja Quantum. Ja, wieder eine andere Seite, geht auch nochmal speziell auf die Pandora-Technologie ein. Da sehen wir auch nochmal einen Überblick, welche Autos hier aktuell entsprechend auch unterstützt werden. Dieser Pandora Key Cracker, der ist einer von den neueren hier, die ich gesehen habe, weil hier sind sehr viele Autos dabei, die bis 22, 23, 24, sogar bis 25 unterstützt werden. Das ist wichtig, weil viele Pandora Keys können nur ältere Autos cracken. Ja, wenn wir hier nochmal zurückschauen zu dem ersten Anbieter, den ich euch gezeigt habe, hier der für 4.000 Euro, der D605, den man da auch sehr oft sieht und man mal schaut, welche Autos da unterstützt sind. Ja, da sehen wir eben, dass wir hier viele haben, wo 2010, 2011 Schluss war, aber wir haben auch noch ein paar dabei, die ein bisschen weitergehen, 2016. Ja, 2017 sind aber immer noch 8 bis 10 Jahre alte Autos und die sind dann auch nicht mehr so oft hier anzutreffen. Ja, deswegen der hier wohl ziemlich weit vorne mit dabei. Ja, hier auch nochmal eine andere Seite. Ebenfalls, hier sieht man richtig, haben die richtig viele von diesen Pandora Keys rumliegen. Ja, wie gesagt, ich warte auf die Antwort vom Hersteller, ob das hier Standardfunktionalitäten sind oder ob das eine Custom Firmware ist. Hier sieht man auch auf dem Display steht was von Shadow Key, also ich vermute mal, dass hier eine gemoddete Firmware für die Pandora-Geräte zum Einsatz kommt. Interessant eben die Pandora-Geräte, weil sie halt von Haus aus schon entsprechend gut für diese Funkangriffe vorbereitet sind. Ja, ich habe dann auch noch ein Video gefunden von einem Russen, der hier die Pandora Keys mal zeigt, wie er hier sie bedient. Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим функционал код-граббера Pandora D605. На клавишу 3 удерживаем и выходим в главное меню. Второй режим это WASP плюс Key. Записанная ячейка шлагбаума закрыта, то есть нажимаем на клавишу 5. Ja, ist ähnlich gut oder schlecht intuitiv wie der Flipper in der Anwendung. Naja, man muss halt schon Hardcore-User von den Pandora-Schlüsseln sein. Ja, eine Frage, die sich auch schon mal vor einiger Zeit im Flipper-Forum gestellt hat, war die Frage, ja, warum tut man nicht einfach die Pandora-Firmware auf den Flipper portieren? Und dann war ganz interessant von jemandem hier, der sich scheint ein bisschen mehr in der Materie auskennt und
der hat halt gesagt, dass ja zum einen sich diese Keygrabber hier zu den ganz billigen China-Klonern unterscheiden. Er hat hier auch noch den Hinweis gebracht, dass sich hier nur teilweise alte Modelle damit knacken lassen. Eben das, was uns jetzt auch aufgefallen ist, 2009 bis 2012, weil da haben viele entsprechend an den Schlüsselverfahren gearbeitet von den Herstellern. Und was auch ganz interessant ist, ja, es geht oft gar nicht darum, natürlich ins Auto reinzukommen. Schließlich wollen Autodiebe die Autos klauen und da gibt es wohl einen Trend der CAN-Bus Injection. So ähnlich macht es auch Pandora. Sie haben irgendein Busgerät, was über den CAN-Bus kommuniziert und dann zum Beispiel eben die Wegfahrsperre umgeht. Die tun hier zum Beispiel eine Lampe vorne, also einen Scheinwerfer ausbauen, zapfen dann den CAN-Bus an und können über den CAN-Bus, über Manipulation im CAN-Bus dann das Auto öffnen, tun dann ein OBD-Kit mit dran bauen und dann können die hier das Auto einfach wegfahren. Ja, so einfach kann es scheinbar auch gehen. Was auch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber scheinbar waren diese Pandora-Schlüsselanhänger mal früher ganz billig. Der sagt jetzt hier irgendwas von, ja, irgendwie $30 Spielzeuge vor 10 Jahren. Doch mittlerweile sind die nahezu unbezahlbar. Also wenn man sieht hier gerade mit der Custom Firmware, was hier dafür mittlerweile bezahlt wird. Ja, wir starten jetzt gleich mit der Live-Demo von der Custom Firmware. Bloß eine Frage, die ich schon an verschiedenen Stellen gesehen habe oder die mir auch schon persönlich zugetragen worden ist die Tatsache, dass viele Probleme bei der Installation haben. Wenn man den offiziellen Installationsanweisungen folgt, führt das zu einem Flipper, der entweder soft gebrickt ist, das heißt, ja, habt dann so gewisse Probleme, wie ihr ihn wieder flashen könnt, oder dass Apps nicht funktionieren oder externe Platinen nicht funktionieren. Und ich sage euch ganz klar, wenn ihr eine korrekte Installation von der Custom Firmware vornimmt, habt ihr weder Probleme mit Apps, die nicht funktionieren, noch mit Erweiterungsplatinen nicht funktionieren. Deswegen habe ich speziell für meine Kanalmitglieder ein Installationstutorial gemacht, wo ich zeige, wie wir hier Schritt für Schritt die Custom Firmware installieren, damit sie auch reibungslos funktioniert und keine Probleme verursacht. Ja, wenn ihr daran interessiert seid, ich blende euch hier oben den Link zu dem Installationstutorial ein, wie gesagt, ausschließlich für Kanalmitglieder. Doch jetzt werfen wir einfach mal einen Blick in eine Live-Demo auf die Custom Private 2.0. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support. Doch jetzt zurück. Ja, schauen wir uns mal die Private Firmware an. Ja, im Bereich Sub-Gigahertz können wir erstmal unten verifizieren über den Protokollstatus, dass wir hier entsprechend die Private-Protokolle auch verfügbar haben. Diese Funktion gibt es nur in der Private Firmware. Über die Radio-Settings sehen wir hier ganz normal die Möglichkeit, auch externe Antennen zu wählen. Ja, ich habe hier auch ein externes Modul aufgesteckt und das lasse ich hier auch ausgewählt. Ja, über Read kann ich dann hier oben sehen wir auch, dass wir das externe Modul auch tatsächlich hier dafür nutzen, einen Scan starten. Mittels Config kann ich auch nochmal die Frequenz feintunen. Ich lasse jetzt einfach die 34.19 ausgewählt und wir sehen hier anhand von diesem zappelnden Balken, dass er gerade Funksignale empfängt. Ja, in dem Moment sehen wir hier auch schon ein Funksignal einfliegen.
Das ist leider schon mal ein kleiner Fehler der Firmware. Der Entwickler hat selber schon mal gesagt, dass die Firmware hier recht buggy ist, also voll mit Fehlern und auch nicht so gut funktioniert, denn hier, wenn ich reinschaue, sehen wir auch anhand von dem Hinweis Wrong BS and CRC, das ist der Kollisionscode, und die Prüfsumme sind falsch, weil er hier einfach ein Funksignal zum Beispiel von einer Wetterstation hier fälschlicherweise als Funksignal eines Autos interpretiert. Deswegen drücke ich das Ganze nochmal weg. Und ich habe aber hier einen richtigen Autoschlüssel von mir vorliegen und jetzt passen wir bitte auf, wie der Ausschlag hier unten erfolgt. Wenn ich den Schlüssel drücke, ich drücke jetzt hier die Taste und wir sehen hier vollen Ausschlag, aber es passiert nichts. Das ist sehr oft der Fall, dass wirklich hier Schlüssel nicht erkannt werden. Ja, wie können wir das hier in der Firmware umgehen oder zumindest etwas besser gestalten? Dazu müssen wir nochmal rausgehen und wir gehen in die Funktion Read RAW. Ja, innerhalb von Read RAW zeichnen wir die Daten einfach im RAW-Format auf, so wie sie gerade hier kommen. Ja, in dem Fall probiere ich das Ganze nochmal. Ich starte die Aufnahme und drücke jetzt hier noch zweimal oder dreimal meinen Autoschlüssel. Ich stoppe das Ganze, wir sehen hier auch anhand von diesen zwei Bergen, dass hier zwei Funksignale entsprechend aufgezeichnet wurden. Mit einem Klick auf rechts speichere ich das Ganze. Ich belasse hier einfach mal den Namen, den hier vorgeschlagen hat, und nachdem ich gespeichert habe, kann ich über nochmal einen Klick rechts auf More, kann ich die Dekodierfunktion starten. Das ist jetzt spannend, denn er erkennt auch selbst dann nicht immer zuverlässig, ob es sich hier um einen Schlüssel handelt oder nicht. Wir versuchen das Ganze jetzt mal. Ich starte jetzt die Dekodierfunktion und er geht den Dump entsprechend durch und in meinem Fall hat er jetzt nichts erkannt. Normalerweise sollte er hier dann unterstützte Schlüssel anzeigen. Ich zeige euch das mal, denn ich habe das Schlüsselsignal von meinem Auto zuvor schon mal im RAW-Format aufgezeichnet und das werden wir jetzt mal analysieren. Dazu gehe ich auf Saved und wähle das Schlüsselfile aus. Ja, in meinem Fall hier ist es das Test RAW VB und wenn ich bei diesem RAW-File hier auf More gehe und auf Dekodieren, dann sehen wir, dass er hier ein VW-Schlüssel dekodiert hat. Wenn ich den aufmache, ja, es ist ein VW-Schlüssel vom Typ 2 mit 80 Bit Länge. Wir haben hier entsprechend die zwei Key-Teile und unten das Not Implemented sagt uns, dass hier die Sendenfunktion in der aktuellen Firmware vom August noch nicht bei VW implementiert ist. Ja, ich kann jetzt hier das Ganze nochmal speichern. Dann können wir hier auch nochmal reingehen und unter Emulation und dann sehen wir auch hier, dass wir keine Möglichkeiten haben, außer dem tatsächlichen Signal. Also wenn ich jetzt in der Mitte auf Senden drücke, dann würde einfach das bereits aufgezeichnete Signal wieder aussenden. Das bringt mir natürlich nichts, weil das Signal ja schon beim Auto war und somit vom Auto als ungültig erkannt wird. Ja, um die Firmware hier nochmal auch an anderen Autotypen, die unterstützt sind, zu testen oder zu zeigen, habe ich hier ein paar Samples von verschiedenen Automarken hier auf dem Flipper liegen, die wir jetzt hier mal dekodieren können, damit ihr auch seht, was bei anderen Automarken mit der Firmware vom Stand August möglich ist. Wir schauen uns mal hier zum Beispiel diese Aufzeichnung vom Fiat an. Ich gehe da mal drauf, gehe auf More und dekodiere das Ganze. Und wir sehen jetzt hier schon, dass er hier der Reihe nach verschiedene Tastatureingaben, die in diesem Sample hier aufgezeichnet worden sind, erkennt. Und wenn wir hier mal in das, ja, ist eigentlich egal, nehmen wir das letzte Sample reingehen, dann sehen wir hier auch, wie er den Schlüssel analysiert hat. Das ist ein Fiat V0 mit 71 Bit Länge auf 433 MHz. Wir speichern uns das Ganze mal. Wir lassen einfach den Dateinamen, den er hier vorgeschlagen hat, und wir gehen auf Emulation.
Bei Fiat ist jetzt auch so, ich kann jetzt hier auf Senden drücken, aber alle anderen Tasten haben keine Funktion. Das heißt, hier Fiat ist auch nur Read-Only implementiert. Schauen wir mal weiter zu Ford. Bei Ford habe ich hier auch eine Sample-Datei, die analysieren wir jetzt auch mal, ob er hier was findet. Ja, es dauert nicht lang und wir sehen hier auch schon die verschiedenen Tastatureingaben. Ihr findet hier 2 Stück, nehmen wir einfach mal die erste. Wir sehen auch hier, da sehen wir, da könnte natürlich mehr möglich sein. Wir sehen Button 1, CL, das ist der Close-Button. Anscheinend ist hier der Close-Button gecaptured worden. Wir gehen noch mal kurz eins zurück, schauen wir uns nochmal das zweite Sample an. Das ist auch der Close-Button. Ja, wir speichern uns das Ganze mal und wir schauen mal, wie wir diesen Ford emulieren können. Ich drücke jetzt einfach mal die mittlere Taste auf Senden und wir sehen, das ist das Close Command. Der in der Mitte ist wohl immer das Command, was auch aufgezeichnet worden ist initial. Und immer, wenn ich drauf drücke, wird hier von der Custom Firmware der richtige Rolling Code berechnet. Ich drücke mal nach oben, das ist nochmal die Open. Ich drücke nach rechts, das ist die Close. Links haben wir ja hier auch Close. Wenn ich nach unten drücke, dann ist es der Trunk, also der Kofferraum. Und in der Mitte, wie gesagt, das aufgezeichnete Close-Signal. Und wir sehen hier, wie sauber beim Öffnen, beim Schließen entsprechend der Rolling Code korrekt aufgezeichnet wird. Also in dem Fall hier ein Ford, wenn man wirklich aufzeichnet, dann hat man hier die Möglichkeit, tatsächlich das Fahrzeug zu manipulieren. Ja, welcher Ford das dann ist, keine Ahnung, welches Modell, aber es ist anscheinend bei Ford bei ein oder mehreren Fahrzeugen hier mit der Firmware möglich, die Schlüssel zu manipulieren. Schauen wir mal weiter. Group PSA, das ist Peugeot. Da schauen wir uns auch mal einen an, was er hier machen kann. Wir dekodieren mal, da haben wir auch jetzt einen Schlüssel gefunden. Ja, er findet noch einen zweiten. Wir gehen mal in den ersten rein. Wir sehen hier auch 80-Bit-Schlüssel, Peugeot, der Closed-Button. Mich interessiert jetzt, ob der zweite ein anderer ist. Ne, das ist auch der Closed-Button. Wir speichern ihn uns mal wieder und schauen auch mal rein, ob hier bei Peugeot eine Emulation möglich ist. Ich drücke den mittleren Button, das ist das aufgezeichnete Close-Signal. Wir sehen hier, er läuft ordentlich durch. Nach oben haben wir den Open, nach rechts den eigentlichen Close, nach unten Trunk, Kofferraum und nach links ist auch Closed, in der Mitte auch Closed. Ja, scheint zu funktionieren. Ja, ich möchte jetzt hier auch nicht alle durchgehen. Kia und Hyundai sind ja wohl besonders gefährdet. Die schauen wir uns auch nochmal an. Hier ein Hyundai. Dekodieren wir uns mal den. Oh, da kommt hier gleich auch eine große Menge. Wir sehen hier eine Warnung, dass er wenig Heap hat, der Flipper. Schauen wir mal, ob er abstürzt oder ob er uns das Ganze hier noch macht. Hier haben wir einen Open-Button. Schauen wir mal das zweite. Auch ein Open-Button. Auch ein Open-Button. Da ist hier mehrfach der Open-Button. Hier ist ein Close-Button gedrückt worden. Im amerikanischen Raum übrigens 315 MHz. Deutet darauf hin, dass es hier nicht Europa ist. Das können wir uns auch entsprechend speichern hier. Ja, wenn wir da nochmal reingehen und wir emulieren das Ganze, dann haben wir hier auch, ja, und da ist der Flipper aufgrund zu wenig Speicher auch wieder abgestürzt. Macht nichts. Wir gehen einfach nochmal rein und machen an der Stelle weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Ja, dann lassen wir hier einfach mal den Kia in Ruhe. Skoda, Subaru, Suzuki. Interessant für mich. Ich habe ja das Ganze mit einem Volkswagen probiert. Schauen wir nochmal hier beim Volkswagen rein. Ein älteres Modell, der Golf 4. Da haben wir hier auch RAW-Signale aufgezeichnet und die kodieren wir hier auch nochmal als eines der letzten Beispiele. Oh, und da geht es richtig los. Massiv viele Signale, Tastendrücke sind hier aufgezeichnet worden. Schauen wir das erste. Ein Closed-Signal. Okay, das ist ein VW Skoda. Nein, VW Skoda steht nur, weil VW und Skoda das gleiche Protokoll verwendet. Es war ja ein Golf, aber es war die Schließen-Taste. Da auch nochmal die Schließen-Taste. Springen wir mal weiter runter, ob da auch noch andere Tasten gedrückt worden sind. Hier sehen wir die Open-Taste. Nochmal runter, nochmal die Open-Taste. Ja, wir nehmen jetzt hier einfach mal
einen beliebigen Code hierher. Nehmen wir einfach mal den, das ist nochmal die Close-Taste. Wir speichern uns das Ganze und wir gehen hier rein in die Emulation. Ja, bei einem Golf 4, ein Auto, was vor mehr als 10 Jahren gebaut ist, also wirklich hier eins von den älteren, da man sehe und glaube es nicht, geht auch die Rolling Code Emulation. Ich drücke jetzt hier auf die mittlere Taste, die Close-Funktion. Wir können jetzt hier auch Open, wir sehen, wie es durchrolliert. Wir sehen hier den Trunk, wie er durchrolliert. Wieder Close, Open. Also bei einem Golf 4 kann auch die Custom-Firmware vom August hier schon einiges an Schaden anrichten. Ja, ihr habt es gesehen, Abstürze, Speichermangel und so weiter stehen bei der Custom Private 2.0 an der Tagesordnung. Also irgendwas scheint schon dran zu sein, denn ich habe euch ja gesagt, der Entwickler redet etwas abfällig über die Firmware, weil seine Weiterentwicklungen natürlich schon so gut sind, dass er die natürlich auch irgendwo verkaufen muss. Ja, Quantum 3.0, ob die wirklich besser ist, ich habe den Entwickler mal kontaktiert und hoffe, ob er mir hier als Sicherheitsforscher eine kostenlose Testversion zur Verfügung stellt. Ja, ob er das macht, ich bin gespannt. Ich glaube noch nicht daran, denn auch er möchte hier nur sein Geld verdienen. Ja, um hier ein alternatives Produkt für normale Flipper-Firmware-Nutzer zu schaffen, gibt es mittlerweile ein GitHub-Projekt, das nennt sich ProtoPirate. Da versucht man, eine App zu bauen, die auch auf dem normalen Flipper Zero läuft, mit normaler Firmware, die aber ebenfalls die Funktionen der Protokollmitschnitte von Funkschlüsseln, als auch die Analyse und die Replay mit gültigen Rolling Code entsprechend abbilden kann. Ja, dass das Ganze funktioniert, habe ich mir schon mal angeschaut, und zwar habe ich mir mal eine aktuelle Version von ProtoPirate installiert. Ja, ich habe hier auch nochmal auf meinem Flipper die gerade angesprochene ProtoPirate App installiert, und ja, das erste, was wir hier sehen, wir haben nicht genug RAM, weil wir vorhin noch mit dem Dekodieren von die Funksignale gespielt haben. Deswegen machen wir das, was der Flipper uns hier sagt, und wir starten ihn mal kurz neu. Ja, und wir können hier mit der ProtoPirate Firmware auch Funksignale analysieren. Die ist teils noch eben etwas verbuggt. Wir sehen auch hier, wir arbeiten über das externe Modul. Ich habe jetzt hier gerade nichts. Ich könnte jetzt hier auch nochmal einen Schlüssel drücken und es passiert genau nichts. Ja, schauen wir mal bei der Konfiguration. Wir können hier auch noch ein Feintuning machen von der Frequenz. Nichts allzu Spannendes. Subdecode, ja, und er ist wieder abgestürzt, denn er hat keinen Speicher mehr gehabt. Deswegen müssen wir jetzt zum dritten Mal in die App. Ja, und was hier auch gemacht werden kann, ich kann hier Captchas entsprechend anschauen. In dem Fall hier ein Kia, wobei das hier auch nur ein False Positiv war, den er hier empfangen hat. Schauen wir mal bei Emulate. Ich kann hier mit Log, Trunk, Panic und Unlock. Also bei Kia scheint das zumindest zu funktionieren. Mehr ist hier momentan nicht unterstützt. Wie gesagt, das war jetzt auch nur ein Fake-Capture-Signal. Es war kein Kia. Bei mir steht hier kein Kia. Keine Chance. Eine Möglichkeit, die die Pirate-App hier noch bietet, ist, bereits bestehende Subs zu dekodieren. Doch da stürzt sie wieder ab. Deswegen lassen wir das jetzt an dieser Stelle einfach sein. Ja, ProtoPirate, sehr unstabil das Ganze. Abstürze sind an der Tagesordnung, aber das Projekt ist ja noch sehr jung und wer weiß, vielleicht haben wir ja jetzt bald oder in naher Zukunft eine Alternative zur Private oder zur Quantum Firmware. Ja, wie schätze ich die Entwicklung hinsichtlich Custom Firmware und dem Leak ein? Wir haben es ja in meiner Live-Demo gesehen, dass zwar viele Funktionen schon funktionieren, aber dennoch, so wie es auch der Entwickler sagt, ziemlich viele Bugs enthalten sind.
unter der Annahme, dass in neuen Versionen die Bugs behoben sind, ja und hier auch neuere Automodelle in die Bedrohung durch die Custom-Firmware geraten, dann ist das Risiko hier natürlich nicht ganz unerheblich. Ja, spätestens wenn sich Fälle häufen, dass die Kunden an Werkstätten Schlange stehen, weil ihre Schlüssel desynchronisiert werden, denn mittels dem Rolling Code Replay Angriff bringe ich den Originalschlüssel aus dem Sync, das heißt, sobald ich Opfer von so einem Angriff wurde, funktioniert mein Schlüssel nicht mehr. Deswegen, wenn die eigenen Schlüssel nicht mehr funktionieren, vorsichtig sein. Aber wenn das massenhaft auftritt, dann haben sowohl die Autofahrer als auch die Autohersteller ein massives Problem, denn die Schlüssel von den bestehenden Fahrzeugen zu aktualisieren, wir reden hier von Abermillionen Fahrzeugen, ist in meinen Augen absolut unmöglich. Ja, im Rahmen meiner Recherchen habe ich natürlich ja auch diesen Pandora Key da gesehen und ja, ich war dann schon zwar auch besorgt, aber auch gleichzeitig etwas beruhigt, dass das Thema jetzt nicht so neu ist, wie es jetzt den Anschein macht, weil alle denken sich jetzt hier ein mega Hype über die Private Firmware, aber das Thema ist deutlich älter, als wie man meint, denn mit diesen Pandora Keys wird schon länger Unfug getrieben. Ja, das ist auch nochmal ein Sicherheitshinweis für euch, denn unerlaubtes Mitschneiden von Schlüsseln von anderen und ein aktives Replay mit einer Custom Firmware oder mit einem Pandora Key ist streng verboten. Es gab bereits ein Gerichtsurteil, da ist jemand sogar rechtskräftig verurteilt worden, weil man hat ihm nachgewiesen, dass er hier mit einem Pandora Key Autos geöffnet hat, die Autos geleert hat, ausgeraubt hat und dann teilweise sogar Wohnungsschlüssel, die er gefunden hat, in den Autos. Er ist zu den Wohnungen gefahren, hat dann noch obendrein die Wohnungen ausgeräumt. Das ist schon richtig heftig. Ja, unter dem Punkt kein so allzu neues Thema, habe ich dann auch noch dazu gelernt. Von dem her die Gefahrenpotenzial dann doch etwas abgemildert, als wie es vielleicht augenscheinlich den Eindruck macht. Ja, weil Thema augenscheinlich doch nicht ganz so neu. Natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Ihr habt selber gesehen, für wie viel Geld hier diese Firmware als auch die Pandora Keys verkauft werden. Wenn ich da natürlich richtig als professioneller Angreifer hier jeden Tag hunderte Autos damit leerräumen kann, dann hat sich das natürlich schnell gerechnet. Ja, weil es mich persönlich interessiert, ich habe den Hersteller von die Pandora Schlüssel mal angeschrieben, um weitere Informationen zu bekommen. Wird hier eine Stock-Firmware eingesetzt, so wie der Schlüssel kann. Wir haben ja auch gesehen, sie werben ja selber damit, dass der Schlüssel hier Schlüssel kopieren kann. Oder ob hier eine Custom-Firmware zum Einsatz kommt, wie der Hersteller das sieht. Da bin ich schon gespannt, ob ich da eine Info bekomme. Auch ob mir hier ein Zulieferer von diesen Pandora Key Crackern einen Schlüssel zustellt zu Testzwecken. Ich glaube da auch noch nicht daran. Auch noch nicht daran, dass ich hier die neueste Quantum-Version vom Developer hier zu Testzwecken zur Verfügung gestellt bekomme. Wenn ich es bekomme, würde ich mich natürlich super freuen. Ich werde auf jeden Fall, sobald es hier Neuigkeiten gibt, in einem Folgevideo da anknüpfen. Ja, was ist eure Meinung zur Private 2.0 Firmware und zu den Pandora Keys? Lasst es mich wissen unten in die Kommentare. Vielleicht hat auch der ein oder andere tiefere Einblicke, vielleicht arbeitet jemand in der Automobilindustrie oder hat schon Erfahrung mit den Pandora Keys machen können. Ich würde mich freuen, setzt euch gerne mit mir in Kontakt. Ja, auch ich kann hier immer noch Neues täglich dazulernen. Ja, wenn mir hier die Quantum Firmware oder ein Pandora Key zur Verfügung gestellt werden würde, dann möchte ich auf jeden Fall hier noch weitergehen. Ich würde mir hier einen Autohändler suchen oder einen Werkstattbetreiber und würde mit dem zusammen mal dem Ganzen auf die Spur gehen, wie praktikabel das Ganze funktioniert. Ja, falls die Schlüssel desynchronisiert werden, haben wir hier gleich den Fachmann dabei, der die Schlüssel neu anlernen kann. Mich würde auch interessieren, wie stehen Autohändler zu der Thematik? Wie sehen Autohersteller das Thema? Sehen die das als große Bedrohung, gerade jetzt unter dem Leak der Custom Firmware? Oder gibt es das als Hintergrundrauschen im Bereich der Fahrzeugkriminalität schon länger? Gibt es Erfahrungen, dass plötzlich vermehrt Kunden kommen, denen ihre Schlüssel nicht mehr gehen? Oder ist das Thema eher noch neu?
Diese Fragen würde ich gerne in einem zukünftigen Video klären. Natürlich, die Frage der Frage wäre dann an die großen Automobilhersteller, was wäre Plan B? Denn, ich habe es ja auch schon gesagt, Millionen Autos upgraden, ich glaube, wir können es vergessen. Ja, wie der Plan B steht, vielleicht habt ihr Ideen, auch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos rund um die IT-Security hochlade. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's es gut, ciao, euer Reik.